Gechannelte Heilbotschaft durch den höchsten kosmischen Rat der 12. Ihr erschafft das Paradies auf Erden. Gechannelt von Sabine Zmuck. Liebe Menschen der Erde, mein Auftrag hier durch diese mediale Lichtbotschafterin ist es, genau diese Lebenskräfte auf die Erde auszuschütten, die ich ermächtigt bin, durchzugeben. Hier ermächtigt sich der höchste Rat der 12 kosmischen Lichtkräfte, den Erdenmenschen eine Botschaft für die absolute Befreiungskraftanbindung entgegenzubringen. Der kosmische Rat der 12 erklärt sich bereit, die vorangegangenen Botschaften noch deutlicher für euch in Herzenergiefrequenzform auf euch einwirken zu lassen. Die Untergebenheitshaltung der Menschen hier auf der Erdoberfläche wird im Laufe der nächsten 90 Tage in eine Richtung erstarren, die die Dunkelkräfte hier noch nicht erahnen können. Der Erdplanet empfängt die höchsten Lichtenergiefrequenzen der Urlichtkraft, um ihn auf die höchste Liebeskraftanbindung anzuheben. Intensivste Heilkraftakte finden in dieser Zeit statt. Damit erkämpftet ihr euch auch das Recht, das alte Karma abzulösen und die lange Dürreperiode hinter euch zu lassen. Du magst hier auf einen medialen Kontakt der besonderen Art gestoßen sein, der sich in einer anderen Ausdruckskraft hereinführen lässt. Durchkräftigt ist das Medium, diese Art der Herrlichkeitskraft hereinzuführen, die euch aufrichtigste Beziehungskräfte der höchsten Kraftebenen anbietet. Der Lernkraftakt zu dieser Zeit auf der Erde errichtet euch ein Heilkraftportal, das euch zu euch selbst zurückführt, auf jene Art, die alten Energien abzulösen, die neue Bekenntniskraft der Gottesliebe anzunehmen und den Leidensakt auf der Erde abzulösen. Die Heilung, die höchste Macht der Liebe, euch für alle Zeiten aus der Abhängigkeit zu dunklen Kräften herauszulösen, möchte eure Herzen eröffnen, für den höchsten Beziehungskraftakt euch in eurer Urlichtkraftanbindung zu erfahren. Hier auf der Erde bringen euch Bestrahlungskräfte gerade in diese Position, in der ihr Erkältungskraftakte der Dunkelmächte ablösen und eine Bindekraft zur Liebesenergiefrequenz anhebender Art aufbauen könnt. Nun ermächtigten sich lichtvolle Menschenherzen bereits, diese Intentionskräfte hereinzuführen und auf der Erde auszubreiten. Da die Erde ihre Begegnungskraft erhöhen, erweitern, der Liebe Gottes Kraftanbindung zuführen möchte, bestrebt sie, den alten Mantel abzustreifen. Diese Bekenntniskraft führt sie jetzt ohne Wenn und Aber durch. Laut Prognosen, die den Erdenmenschen durch diese mediale Herrlichkeitsbotschafterin zugänglich gemacht wurden, ergibt sich dieser Befreiungskraftakt in den nächsten 90 bis 120 Tagen, denn inzwischen ist der Lebensatem auf diese Zeitspanne ausgebreitet worden, wodurch sich der Herrlichkeitskraftakt durch die Erde, durch die Menschheit in konkreter Art durchführen lässt. Die Beziehung der innerirdischen Herrlichkeitsmenschen mit den Oberflächenmenschen ist nun von besonderer Bedeutung, denn insofern die Megalichtkraft der Innererde das Beziehungskraftrecht auf die Oberfläche ausbreitet, bricht die dunkle Materieform auf und erreicht die Lebenskräfte der Oberflächenmenschen auf die absolut heilkräftigende Art.
Der Akt des sich aus alten menschlichen Leidenskräften herauslösens braucht die Unterstützung durch Innererde als auch der höchsten Mächte, der Umgestaltungskraft im kosmischen Kraftraum. Durch diese Bindekräfte erhebt sich der Erdplanet, ermächtigt sich durch den alten Kraftleib hindurch in die neue Lebenskraftanbindung ausgeboren zu werden. Dieser Liebeskraftakt, sich neu zu entfalten, benennt ihr als den Polsprung, die Umkehrung des Abartigkeitsprozesses. Die Geburt ist immer ein Neubeginn und für euch Menschen bedeutet das, dass ihr für immer an die Liebe Gottes Kraft angebunden bleibt. Hier auf der Erde wird alles dieser neuen Beziehungskraftanbindung zugeführt. Durch euch Menschenherzen, durch die sogenannten aufgestiegenen Meister, die euch vorangegangen sind, wird die alte Entsprechungskraft der Göttlichkeit rückangebunden, sodass die Macht der Liebe die Menschheit ins ursprünglich beabsichtigte Paradies auf Erden zurückführen kann. Niemals hätte dies der Erde, den Erdenmenschen angetan werden dürfen, denn ihr habt euch für die Liebe Gottes Kraftanbindung entschieden. Der Mehrkraftanbindung dunkler Abartigkeitslebewesen war die Erde jedoch von jeher ein Dorn im Auge und durchtriebene Kräfte hielten es in ihrer Erkenntniskraft für notwendig, die Gottesmenschen aus ihrer Urlichtkraftanbindung herauszuführen. Enteignung der eigenen Göttlichkeitserfahrung muss nun umgekehrt werden und darum erleuchtet sich jetzt Innererde so intensiv, dass dieser Ablenkungskraftakt aus der Liebe Gottes Anbindung heraus umkehrend der Herrlichkeit Gottes zurückgeführt wird. Die uralten Schriften enthalten Teile dieses Plans, der sehr ausführlich hat vorbereitet werden müssen. Der Messias kehrt auf die Erde zurück. Diese Aussage wurde auch oft behauptet. Die Messias, die hellbeseelten Menschenherzen, sind auf die Erde abgestiegen, um die Hände aufzutun, den Herrlichkeitskraftakt zu empfangen und ihn auf die Menschenherzen auszubreiten. Insofern du dich angesprochen fühlst, bist auch du einer jener Messias, die sich hierher begeben haben, auf der Erde die Umpolung hervorzubringen aus der negativ polarisierenden Macht der Dunkelkraft in die lichtvolle polare Kraft des sich aufblühen Könnens hineingeführt zu werden. Dieser Auftrag ist abgesegnet und du bist der bestimmte Mensch, der das mit beeinflusst, denn du erkennst, das gelobte Land ist bereits erfüllbar. Meine Beziehung zur Menschheit ist über die Liebe Gottes Kraftanbindung aktiviert. Mein Auftrag heute durch den höchsten kosmischen Rat der 12 ist es, euch für das Licht Gottes zu eröffnen. Immer empfinden es Menschen noch für unmöglich, die Liebe zu erfahren, den Aufbruch ins lichtvolle Land Gottes anzunehmen, denn ihnen fehlt es an der Begegnung mit Gott in sich selbst. Den Quertreibern, die hier diese Liebeskraft in der Botschaft abtöten möchten, möchte eines gesagt sein: Ihr handelt im Auftrag dunkler Kräfte, die euer Herz versteinern ließen, um nur die Beziehung zur realistischen Notlage zu erkennen. Die Liebeskraft Gottes mag das Unmögliche vollbringen, euch aus Transkräften herauszulösen, die euch in den Abgrund
der Abhängigkeitserfahrung hinabgezogen haben. Hilfe anzunehmen ist die Bewusstheit, dass Lebenskräfte angefeuert werden können, um aus alten Angstkräften herauszukommen. Die Quertreiber unter den Aufklärern, die Behauptungen aufstellen, dass der Abgrund schon zu tief und der Fall vorprogrammiert ist, haben keine Ahnung, in welcher Machtpräsenz die Erde sich befindet und wie absolut sie ihr Machtkonzept abgearbeitet hat. Der machtlose Mensch stellt Behauptungen auf, die Angst verbreiten. Die Liebeskraftmenschen erkennen die Lichtkraft, die es immer schon gegeben hat, die immer lichtvoll eingegriffen hat, die immer schon die Menschen vor all der Absurdheit der Mangelkräfte gerettet hat. Insofern du ein Quertreiber bist, der sich dafür entscheidet, all diese Herrlichkeitsbotschaften anzuzweifeln, sie in den Schmutz zu ziehen, werde dir deiner Abhängigkeit bewusst und lerne, dir in Liebe zu begegnen. Mehr braucht es nicht. Heilvolles Ermächtigen Menschenherzen der Erde. Der Rat der 12 möchte euch noch etwas mitgeben. Hier braucht sich niemand als höchst auserkoren zu beurteilen, denn ihr allesamt habt die höchste Auserkorenheit in euch tragend. Macht's gut, Menschen der Erde.